Bock auf richtig geile Landschafts- und Architekturfotografie? Ich habe von Sony die Alpha 7 CR Systemkamera in Kombination mit einem 16 bis 35 mm Weitwinkel bekommen. Konkret ist es das muss ich jetzt nachlesen, FE 2.8 16 bis 35 GM2. Sprich, es ist natürlich E-Mount und es hat eine durchgehende Lichtstärke von 2,8. Das heißt, man ist da eigentlich für sämtliche Tages- und Nachtzeiten bestens gerüstet. Ich zeige euch hier in den Caracalla-Thermen in Rom, wie man mit dem Weitwinkel eben richtig coole Bilder schießen kann. Los geht's! Die Caracalla-Therme in Rom, die war ehrlich gesagt für mich komplett neu, obwohl ich schon ein paar Mal in Rom war. Ehrlich gesagt sind wir bei der Anreise jetzt dran vorbeigefahren und ich dachte mir, wow, das wird meine Fotolocation für die Fotopraxis mit Sony. Und die mache ich mit einem kleinen Dreamteam, und zwar konkret der Sony Alpha 7 CR und dem Objektiv FE 2.8 16 bis 35 mm GM2. Die Sony Alpha 7 CR, das ist eine Vollformatkamera mit 61 Megapixel Auflösung und mit nur 430 Gramm Gewicht verdammt kompakt und leicht geraten. Mit dabei in der Kombi passt dazu das Weitwinkelobjektiv ganz wunderbar, denn das ist laut Sony das kleinste und leichteste Weitwinkelobjektiv mit durchgehend 2.8er Blende. Fein ist zudem, dass das Objektiv am oberen Ende mit 35 mm schon sehr in Richtung Normalbrennweite schielt und man damit wirklich flexibel fotografieren kann, ohne ständig das Objektiv wechseln zu müssen. Also eigentlich perfekte Voraussetzungen, um so ein mächtiges Bauwerk wie die Caracalla-Thermen im Bild festzuhalten und trotzdem nicht kiloweise Kameraequipment mitschleppen zu müssen. Denn Kamera und Objektiv, die wiegen zusammen nicht einmal 1 Kilogramm. Und das ist für so ein Megapixel-Monster mit Objektiv wirklich nicht viel. Meine ganz persönliche Herangehensweise, um sich so einen Ort zu erarbeiten: Ich versuche, in das Geschehen einzutauchen und laufe dann erstmal ein wenig umher. Das sieht vielleicht ein bisschen planlos aus, aber ich muss mich immer erst auf die Motive einlassen. Klar mache ich dann schon das ein oder andere Foto, wie beispielsweise dieses hier, mit 16 mm, Blende 8 und 1/60 Belichtungszeit. Ich finde, der Weitwinkellook, der die Bäume am Rand etwas verzerrt, korrespondiert mit den Wolkenbewegungen am Himmel ganz hervorragend. Die wirklich tollen Bilder, die gibt es dann aber erst in meiner ganz persönlichen Phase 2, wenn ich mich zurechtgefunden habe. Mit dem Weitwinkel von Sony habe ich dann mit 16 mm die Therme festgehalten, klassisch in der Frontalansicht. Da ich weit genug Abstand halten konnte, sind die optischen Verzerrungen kaum sichtbar. Dafür hat man auch aufgrund der Wasserfläche im Vordergrund einen mächtigen Eindruck von dem Gebäude. Fotografiert eben mit 16 mm Brennweite bei Blende 7.1 und 1/320 Belichtungszeit. Der Fotoidylle war es fix vorbei. Es hat einfach wie aus Eimern geschüttet und es sah ehrlich gesagt nicht so aus, als ob es jemals aufhört. Okay, schön, dass Kamera und Objektiv auch bei Regen kein Problem haben und dahingehend mit Spritzwasserschutz versehen sind. Das Problem war eher mein nicht ganz IP54-konformer Regenschutz. Immerhin, statt abzubrechen, habe ich einen Unterschlupf gesucht und mal abgewartet. Und dann kam völlig unerwartet die Sonne heraus und zauberte eines der schönsten Motive, die ich ehrlich gesagt bisher in Sachen Landschaft und Architektur machen konnte. Gestartet ist das ganze Spektakel mit einem tiefschwarzen Himmel und dem Wasserspiel im Vordergrund. Das läuft übrigens nur jede halbe Stunde und gefühlt nur ein paar Sekunden. Hier habe ich dann noch den perfekten Moment erwischen können. Meine Kameraeinstellung für dieses Motiv: 35 mm, 1/320 Sekunde und Blende 7. Ich wollte durch die schnelle Belichtungszeit das Wasser dynamisch festhalten und mit der großen Blendenzahl die Schärfe weitestgehend durchgängig darstellen. Die Wasserspiele sind versiegt, dafür aber krasses frontales Licht direkt auf die Ruinen der Caracalla-Thermen, Spiegelung im Wasser und dahinter der dunkle Himmel mit Regenbogen. Meine Kameraeinstellung hier: 25 mm Brennweite, Blende 6.3 und Belichtungszeit 1/50. Und auch hier saß wieder die Zeit im Nacken, denn Regenbogen sind vergänglich. Also Dauerfeuer auf die Kamera, und das kann die Sony Alpha übrigens hervorragend mit 8 Bildern pro Sekunde. Im Eifer des Gefechts habe ich total vergessen, die echt praktischen Ausrichtungslinien im Display zu aktivieren. Einige Schüsse sind daher dann doch etwas schief geworden und die musste ich in der Nachbearbeitung dann zurechtrücken.
Und Stichwort Nachbearbeitung, die Sony Alpha 7CR löst mit rund 61 Megapixel ziemlich hoch auf. Da geht auch immer noch ein Bildausschnitt im Nachhinein problemlos. Und wenn man denkt, es geht nicht besser, erscheint Regenbogen Nummer 2. Der war aber wirklich nur sehr kurz zu sehen. Trotzdem schnell eingefangen mit Blende 9 und 1/200 Belichtungszeit bei 35 mm Brennweite. Insgesamt wird dieses Bild im Anschnitt und durch die 2 Regenbogen sehr dynamisch. Mehr Weitwinkel hätte es meiner Ansicht nach etwas beliebig gemacht. Dann war der Zauber schnell vorbei und finally die Sonne wieder da. Da habe ich dann noch ein paar Aufnahmen gemacht, aber ganz ehrlich, wenn man so einen Magic Moment erlebt hat, da ist normales Licht fast schon wieder langweilig. Was ich sagen muss, mit der Sony Alpha 7CR und dem Weitwinkel FE 2.8 16-35 GM2 hat man schon die Oberklasse am Start und muss für dieses Dreamteam auch rund 6.400 € investieren. Belohnt wird man aber mit aktuellster Kameratechnik, die man so schnell sicher nicht ausreizen wird, toller Bildqualität sowohl von der Kamera als auch vom Objektiv. Dass es Sony trotz der technischen Daten geschafft hat, diese Kombi hier so kompakt und leicht zu bauen, das ist wirklich erstaunlich. Und für Reisende natürlich erfreulich, denn knapp 1 Kilogramm für diese Kombi sind wirklich kein Gewicht. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig inspirieren und freue mich, wenn du unseren Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Denn dann bist du immer vorne mit dabei, wenn es von uns was Neues gibt. Bis bald!